Hier ein klassisches Beispiel aus dem Alltag. Wir wollen eine dieser beiden Personen aus dem Bild entfernen. Ich wähle die Dame, und zwar, weil ich beim Mann alle Körperteile oder den ganzen Körper komplett auf dem Bild habe. Bei der Frau müsste ich die Hand konstruieren und das fällt einfach jetzt da, die Dame aus dem Bild zu entfernen. Um da sicher zu gehen, mache ich eine Kopie des Background Layers. Ich ziehe ihn einfach auf das Plus hier und dann habe ich hier den zweiten Layer. Das Ganze ist in der Layer Palette oder auf Deutsch Ebene. Und jetzt wähle ich hier dieses Tool, das ist das Object Selection Tool. Es gibt hier 3, wenn man länger draufklickt, den normalen Zauberstab, Magic Wand, dann die Quick Selection und das Object Selection Tool. Und das ist hier geeignet. Und wenn ich hier den Object Finder anklicke, dann kann ich hier bestimmte Bereiche des Bildes auswählen. Und ich wähle jetzt mal die Dame hier aus mit einem Klick, sobald sie farblich hinterlegt ist. Und ich sehe, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, da fehlt aber noch etwas. Jetzt kann ich mit der Taste Shift, das ist die, welche auch Buchstaben groß macht, kann ich da weiteres hinzuwählen. Jetzt habe ich da zu wenig gewählt, das heißt, ich muss etwas großzügiger auswählen, so damit Photoshop da mehr weiß, was ich machen will. Auch hier wähle ich großzügig noch diesen Bereich hier hinzu. Und wenn ich hier zum Beispiel auch manuell noch etwas hinzufügen möchte, kann ich in die Quick Mask und nehme zum Beispiel den Pinsel und mit Weiß füge ich jetzt da eine durchsichtig transparente Fläche hinzu und mit Schwarz, wenn ich das umkehre, würde ich entsprechend wieder maskieren. Das machen wir jetzt rückgängig, aber mit Weiß kann ich jetzt da noch die Schuhe sehr einfach hinzunehmen. Ich kann da relativ großzügig sein. Photoshop wird dann das schon richtig machen beim nächsten Schritt, nämlich diese Person hier aus dem Bild zu entfernen. Auch hier werde ich eher noch etwas großzügig hinzufügen, damit wir da sicher alles haben. Da der Himmel hinten sehr unifarbig blau ist, kann ich da recht großzügig sein. Wenn der gemustert wäre mit viel Wolken oder wenn es da noch Äste hätte, dann wäre ich etwas vorsichtig, aber so ist das sehr einfach. Ich wechsle wieder auf das Auswahlwerkzeug hier, klicke mit der rechten Taste in diese Auswahl und wähle hier Delete and Fill Selection und das macht mir schon einen ganz guten Job, in dem Fall jetzt eigentlich schon fast einen perfekten Job. Ich habe hier unten noch etwas zu korrigieren und auch hier oben gibt es noch Details. Natürlich müssen hier die Finger noch entfernt werden, aber das kommt dann in einem nächsten Video.